Hallo liebe Zuschauer, das Wetter ist heute fantastisch, es bläst zwar wie verrückt, aber das soll uns nicht davon abhalten, heute mal ein bisschen abzuhängen, zumal ich ja die Minat hier habe und die möchte auch mal Strandleben erleben und da bin ich ja eher ein bisschen zurückhaltend, ich lege mich nicht so gerne am Strand, ich finde das ein bisschen langweilig. Aber ich habe ja versprochen, dass wir heute, wir waren ja letzte Woche mal unten am Strand von Bantai, dass wir jetzt da hinfahren. Und sie ist noch nicht angezogen. Ich muss also hier wieder raus. Mein Hund ist wieder in meinem Nacken. Ja, dass wir jetzt zum Strand runterfahren. Stichwort die russische Restaurant, wo wir gewesen sind. Da wollen wir jetzt hin und 1-2 Stunden mal ein bisschen abhängen, mal das Gefühl kriegen, wir machen Urlaub hier auf die Urlaubsinsel Koh Samui. Okay, baby, wait, here. Okay, baby. We're going to the beach. Ja, wir gehen zur Beach. Ja, wir sind heute auch sehr unvernünftig. Wir fahren ohne Helm. Das ist ja nur ein paar Minuten von uns entfernt und wir haben keine Lust, einen Helm zu tragen. Ja, für diejenigen, die nicht wissen, wo wir hinwollen, Mimosa, das ist vielleicht 2 Kilometer von uns entfernt. Das ist direkt am 7-Eleven hier auf der Hauptstraße, geht es da runter zum Strand. Und da bin ich ja eben mit der Drohne drüber geflogen, über dieses Ressort von den Russen. Ist fast gar nichts los. Und da wollen wir jetzt mal ein paar Stunden abhängen. Hier vorne kommt schon der 7-Eleven und da ist auch das große Schild Mimosa. Und da geht es jetzt rein. So, jetzt machen wir mal Urlaub auf Samui. Kommt mit. Was schön ist hier an dem Strandabschnitt, dass auch wenn Ebbe ist, hier in dem Bereich kann man schwimmen. Und das hat man in den anderen Bereichen nicht. Hier sieht man rechts, da kommt das Riff raus und da ganz hinten, dann liegt es ja trocken. Sieht toll aus, der Abschnitt. Mein Freund Andreas, der war immer hier gewesen, jeden Tag. Hallo Andreas. Vielleicht bekommst du jetzt wieder Fernweh und du möchtest auch wieder zurück, würde mich freuen. So, wir schalten jetzt hier erstmal die Kamera aus und genießen es auch. Bis nachher. Tschüss. Tschüss. Wir trauen uns jetzt in dieses eiskalte Wasser. Es wird so um die 28 Grad haben. Aber wenn man
und 32 Grad da reinkommt, bis zum Bauchnabel, kennt ihr das? Also das ist eine tolle Ecke hier, wo wir jetzt sind. Ich kann ja also, ne, ist ein Geheimtipp. Sonst sind ja zu viele hier. Das meinte ich da hinten, das sieht doch toll aus. Ja, ich glaube, da ist ein französischer Besitzer. Da ist auch ein Swimmingpool dabei. Und dann geht es hier rüber. Und hier sind viele russische Landsleute. Und hier geht es da hinten zum FKK-Bereich. Ah, man sieht aber keine. Müsste ich mit der Drohne drüber fliegen. Da ist mein Schatzi. Komm. More. Okay, jump. Ja, sie kann fliegen. Ja, wir haben jetzt ja, 2,5 Stunden haben wir jetzt hier abgehangen. Ich merke jetzt auch ein leichtes Brennen auf meiner Haut. Also wird jetzt Zeit rauszugehen. Was dem einen oder anderen vielleicht da eben aufgefallen ist, es stand kein Auto in der Garage. Ja, unser Wagen, der Ford Everest, ist im Beauty-Salon. Ich habe ja vor 3 Monaten ein Glascoating drauf machen lassen. Und in dem Preis war dann auch beinhaltet, nach 3 Monaten nochmal ein Coating drauf zu bekommen. Aber was ich nicht wusste, dass sie den nochmal komplett polieren. Ich war nämlich dieser Tage da gewesen, habe den angemeldet. Ja, sagt sie, ich hatte an der Seite ja, von einem Ast oder sowas, so einen kleinen, ich will nicht sagen Kratzer, aber da war was drauf. Ja, sagt sie, kein Problem, wird sie ja sowieso komplett der Wagen nochmal poliert und dann kommt nochmal die Coating drauf. Also das, was sie vor 3 Monaten gemacht haben, wo sie von morgens, wir haben heute Morgen um 8 Uhr den Wagen weggebracht, um 5 Uhr können wir ihn wieder abholen. Das gleiche machen sie heute nochmal und für sage und schreibe für 1900 Baht. Und das alle 3 Monate. Ja, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt und das angenommen. Und jetzt werden wir nachher den Wagen abholen. Ich hoffe, dass es nicht regnet. Der Wind ist Gott sei Dank vorbei und ist eigentlich angenehm hier zu sitzen. So, Darling, we say goodbye. Yes. We say goodbye. Okay. Ja, also das muss auch mal sein. Und das ist das Schöne, wenn man jemanden neu an seiner Seite hat, die vor allen Dingen nicht hier von Samui kommt. Die möchten natürlich Urlaubsfeeling haben und so bin ich jetzt auch mal wieder nach vielen Monaten an den Strand gekommen, um mal hier so abzuhängen und nicht nur um spazieren zu gehen. Hat also gut getan. Manchmal muss man wirklich sich die Zeit nehmen, mal zur Ruhe zu kommen. So, wir sagen Tschüss, Okay. bis zum nächsten Mal. Wish you have a good day. Ja, genießt das Leben, es ist kurz. Kuntis from Samui. Ja. Kuntis from Samui. And Dutch, you can speak also in Dutch something? I have to think. In English Tostrak. In English, goodbye. und Dutch? Ja, sie hat ja 10 Jahre lang in Holland gewohnt. Yeah, and in the phone. I have to talk in the video. It's difficult. It's difficult. Difficult to think now. Ich habe nämlich noch einige Freunde in Holland wohnen
Have a good day. Good day. Ja. Have a good day. Yeah. Okay, tschüss. Cheers. Bye. Ich habe ja gerade noch in meinem Video erzählt, dass mein Wagen im Schönheitssalon ist. Und ihr seht, der glänzt wieder wie neu. Die Jungs, die sind einfach nur spitze. Wie gesagt, in Menam gegenüber vom Post Office. Hier hatte ich einen leichten Streifen drauf, weil ich so nah an Gestrüpp vorbeigefahren bin. Und wen sieht man? Da bin ich. Hallo, liebe Zuschauer. Das war ja jetzt am Anfang, dass wir, Elina und ich, an dem Strand gewesen sind, um da uns so ein bisschen zu erholen. Wir haben in Zukunft vor, noch zu den Hotelanlagen hier auf Chaveng, La Maille zu gehen, und da die Pools zu testen. Da liegt man 200-300 Watt und dann kann man auch den Pool benutzen und dann werden wir euch auf jeden Fall mitnehmen und dann können wir auch vielleicht ein bisschen einschätzen, wie die einzelnen Hotelanlagen sind. So. Genug mit dem Labern, auf Wiedersehen, tschüss.